Ja, hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Mühlenabenteuer. Keine Angst, ich bin fertig mit dem Leben. Ich habe den ganzen Feinputz, naja, ist gelogen, der Schornstein muss noch verputzt werden. Aber ich habe jetzt abends nach und nach die komplette Decke gemacht. Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, wie das ist. Und täglich grüßt das Murmelgetier. Ich habe jetzt gerade einen Anruf bekommen, dass überraschend heute spontan gleich wahrscheinlich wieder mit wenig Vorlauf der Rest von meinem Pflaster kommt. Was soll ich sagen? Letztes Mal haben wir den Wagen weggezogen und wieder hingestellt, den Rückewagen. Und ratet mal, was wir heute machen müssen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, oder beziehungsweise ist gut. Ich habe letztes Mal herausgefunden, dass ich hier vorne mit dem Anhängemaul, dass das genau die richtige Höhe hat für meinen Rückewagen, um den rausziehen zu können. Aber wenn ich da oben sitze, es ist ja kein Schräghauber, ich weiß nicht, ob das beim Schräghauber richtig gut geht, aber ich sehe jedenfalls nicht mein vorderes Anhängemaul. Und wenn der LKW-Fahrer das letzte Mal nicht so nett gewesen wäre, mir ein bisschen zu helfen, dann wäre das wahrscheinlich nichts geworden. Aber ganz so schnell werde ich mich natürlich nicht geschlagen geben. Ihr wisst, vor einiger Zeit haben wir mal ein bisschen strategisch investiert. Hier haben wir eine schöne Funkkamera, da ist ein Akku drin, den kann man laden. Dann kann man die kann man auch einfach an USB-Anschluss, USB-C anschließen. Da ist ein Anknopf, da kann ich sie einschalten. Ja. Ja, man sieht es nur. Ganz dunkel, die Kamera läuft. Ich habe sie voll geladen und die würde ich jetzt mal hier vorne strategisch an der Haube positionieren. In der Hoffnung, ja, vielleicht auch so. Nein, so. In der Hoffnung, dass das Sichtfeld reicht, um mein kleines Manövriermanöver erfolgreich zu absolvieren. Also wir wissen, ne? Daumen drücken. So, da wollen wir mal schauen. Und die Zündung on-turn. Ob sich der gute Monitor mit der Kamera verbindet, das wäre ja wirklich schon mal nicht so schlecht. Nicht so schlecht, oder? Nicht so schlecht. Ja, damit würde ich es mal probieren. Hat funktioniert, aber das Kamerabild ist spiegelverkehrt und das habe ich erst beim zweiten Anfahren gerafft. Ich habe dann nur da vorne drauf geguckt und ja, beim zweiten Mal habe ich dann gerafft, dass spiegelverkehrt ist. Ja, dann war aber alles gut. Das hat richtig gut funktioniert. Und damit sieht man wieder, dass die Investition mit der kleinen Kamera gar nicht so schlecht war. Momentan habe ich sie noch nicht so richtig für den Gabelstapler-Einsatz gebraucht. Hätte ich mir schwieriger vorgestellt, das auch am Haus zu manövrieren. Das ging aber überraschenderweise, ehrlich gesagt, ziemlich gut und einfach. Aber für solche Sachen und wahrscheinlich noch für viel mehr ist das kleine Gerät natürlich Gold wert.
Ja, ist kein Déjà-vu. Genau da stand der letzte Woche schon mal. So, das war, ich will jetzt sagen, Tagesaufgabe 1, denn die ist erledigt, wenn das Ding wieder da steht und das restliche Pflaster da liegt. Aber es war zumindest schon mal der erste Streich. Jetzt bin ich in hoheitlicher Mission unterwegs. Ihre Majestät wünscht eine neue Hühnerklappe. Ich hatte immer so ein Markengerät gekauft von irgendeinem Markenhersteller. Und jetzt wollte ich das gleich wieder. Das kostet wie 130 €, so ein scheiß Hühnerklappe. Und ich habe jetzt in unserer Hühnerkarriere schon die dritte Klappe am Start. Die erste habe ich angebaut, die hat relativ lange funktioniert. Dann hatte sie irgendwann ein kaputtes Getriebe. Habe ich versucht zu reparieren, auseinandergebaut, zusammengebaut, auseinandergebaut, zusammengebaut. Entsorgt, neues gekauft. Dann habe ich nur das Gehäuse hängen lassen, das Interieur eingebaut, alles wieder verbunden und die Klappe hoch runter, alles funktioniert. Das ist jetzt so 1,5 Jahre her vielleicht und jetzt fährt die ganz prima runter, aber wenn sie hochfährt, dann hört sich das ein bisschen so an, ja, als würde sie sich ein klein wenig damit abmühen. Von daher, ich werde jetzt nicht mehr anfangen, das Getriebe auseinander und zusammen, auseinander und zusammen, auseinander und zusammen zu bauen und habe gleich den Schritt 2 eingeleitet. Ich habe mir gedacht, das ist natürlich total bescheuert. Jetzt hast du schon die zweite Klappe gekauft. Jedes Mal da irgendwie so ein Heidengeld für ausgegeben und dann wollte ich schon wieder Heidengeld dafür ausgeben und habe so mich reingekrummelt und habe gesehen, es gibt einen chinesischen Nachbau. Und der Originalhersteller, der ist, naja, musste schon suchen, um den noch zu finden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, toll, chinesischer Nachbau. Es sah wirklich original gleich aus. Und als ich das Paket aufgemacht habe, habe ich mich sehr gewundert, denn die Qualität scheint deutlich besser zu sein. Bei dem letzten, da waren einfach nur so schissrige Kunststoffrollen da, ohne Lager. Und hier ist richtig fett mit Kugellager und sowas. Und auch die Klappe. Also eigentlich alles. Zumindest was das Interieur angeht, was jetzt hier den eigentlichen Controller angeht, weiß ich nicht. Aber also er sieht zumindest genauso aus, hat die gleichen, hat alles, ist alles exakt gleich. So ein bisschen die Tastatur, ja, ist leicht anders belegt, aber ja. Von daher, vielleicht ist ja nicht nur das Rollenlager eine bessere Qualität, vielleicht ist ja auch die Klappe an sich eine bessere Qualität, obwohl wahrscheinlich das alte Zeug auch irgendwie aus China gekommen ist. Aber das andere Ding ist kaputt, was soll ich machen? Ich werde jetzt hier jeden Kameraden in unseren Hühnerstall einbauen. Dabei werde ich auch gleich mal die Position ein wenig verändern, denn als ich die erste Hühnerklappe angebaut hatte, hatten wir noch nicht so ein unheimlich, in Anführungsstrichen, schick hässliches Vorzelt. Das haben wir dann gemacht, weil wir auch teilweise Stallpflicht haben und wir müssen ja irgendwo hin mit den Tieren. Und die brauchen auch ein bisschen mehr Regenschutz. Die verziehen sich auch gerne, wenn es regnet, nass, kalt oder Schnee liegt, unter Dach. Und deswegen haben wir da so einen hässlichen Anbau dran. Das soll irgendwann mal schön gemacht werden, aber jetzt werde ich mich erstmal mit meiner Hühnerklappe auf die neue Situation einstellen. So ihr Lieben, was soll ich sagen? Das ist unser hübsch hässliches Hühnergehege. Der komplette Anbau ist ein Provisorium. Aber ihr wisst ja, was hält länger als das beste Provisorium? Wahrscheinlich gar nichts. Von daher kann ich das jetzt auch nicht ändern, ob das hübsch oder hässlich ist. Wir haben tatsächlich geplant, meine Frau und ich, dass wir das ganze Ding mal gegen hübsch ersetzen. Aber ja, jetzt muss erstmal die Hühnerklappe repariert werden. So Lieben, ihr seht vielleicht, was ich meine. Es ist alles ein bisschen, ja, ich will mal sagen, nicht so wahnsinnig schön. Ich würde den Kasten ganz gerne hier sehen. Also irgendwo, oder vielleicht sogar hier, naja, hier, also irgendwo, wo man ein bisschen besser drankommt, weil hier war der angebaut worden, als das Gehege noch nicht stand, und hier, das ist tausendmal Flickwerk und ja, ihr wisst ja, wie das ist. Manchmal hilft nur ein harter Schnitt. So, ja. Jetzt blinkt mich erstmal Current Time an. Jetzt haben wir 12:16 Uhr. 12 Uhr.
öffnen. Um 7 ist, glaube ich, in Ordnung. Ja, keine Ahnung. Schließen sollte es um 19 Uhr, das ist ja schon stockfinster, ne? Machen wir mal 18 Uhr 30. So. Close Light Set. Keine Ahnung. Ich habe ja keine Referenzwerte, was das jetzt bedeutet. So, Current Time, Time to Time. Also jetzt könnte ich, jetzt ist von Zeit zu Zeit, jetzt, also Öffnungszeit, Schließungszeit. Jetzt könnte ich natürlich auch noch den Dimmer einstellen, den Lichtsensor, aber den Lichtsensor, da lasse ich meine Finger von, weil ich da keine Referenz habe. So, gemäß Anleitung muss ich jetzt 1 Sekunde lang Test drücken, dann würde das Ding manuell schließen. Wenn ich dann nochmal drücke, ja, die Rädchen, die drehen sich. Blöd ist natürlich, dass die Schrauben, die dabei waren, die waren noch dünner als die Schrauben, die ich jetzt hier reingemacht habe. Ich habe jetzt hier so Unterlegscheiben noch dabei gepackt, dass sie ein bisschen Abstand von der Wand bekommen. Aber naja, ja, alles kein Hightech. Dann drückt mir mal die Daumen, dass das Gerät auch heute Abend runterfährt. Denn sonst gibt es Mecker von Eggerhard. So, die Reste, die kommen ins Archiv. Und das andere Zeug, sprich Akkuschrauber etc., das muss ich wieder hochbringen in die Baustelle. Denn ich habe heute noch Großes mit euch vor, beziehungsweise ich habe noch Großes vor, hoffentlich, vielleicht, wahrscheinlich. Schaffe ich es noch ein paar Fensterbänke zu bauen. Ich bin ja jetzt mit dem Verputzen oben bei uns in der Baustelle komplett durch und ich habe jetzt hier schon mal so ein bisschen in mein Arsenal geguckt. Da habe ich noch schöne Eichenholzbretter und mit denen würde ich gern richtig schöne Fensterbänke bauen. 7 Stück an der Zahl brauche ich und ein bisschen Glück kriege ich die alle gebaut. Problem ist natürlich, die müssen noch eingeschlitzt werden. Da muss ich ja noch mal ein bisschen nachspachteln mit Putz. Und die Fenster, ich habe jetzt gestern mal die Folien abgemacht von den Fenstern, aber die sehen auch aus, naja, wie Hulle, obwohl sie abgeklebt waren. So, bevor wir uns jetzt aber mit irgendeinem anderen Thema befassen, möchte ich euch mal zeigen, was damals, vor knapp 15 Jahren, eines der Kaufkriterien waren, warum ich mir genau dieses Modell Rasentraktor gekauft habe. Ich weiß, das ist nicht mehr das Schönste. Ich hatte jetzt auch schon mal überlegt, ein bisschen zu investieren, mir einen neuen zu kaufen, aber wisst ihr was? Erstmal das alte aufbrauchen. So, und das Schöne ist, es ist auch noch gleich alles gehäckselt. Ding!
So, ja, nächster Step auch erledigt. So langsam wird es ein bisschen eng. Der Schotter, der Grobschotter, nee, das Pflaster ist gekommen. War wie letztes Mal, ich hatte nicht so richtig dolle viel Zeit es zu filmen, aber ja, ist jetzt die letzte Fuhre, die ich noch erwartet habe. Ich müsste mir noch mal den Bagger nehmen und das Ganze mal ein bisschen hochbaggern, denn ich meinen Rückenwagen schon kaum noch platziert. Ich habe den jetzt so ein bisschen schräg dahingestellt, damit ich ja mit dem Bagger auch noch rauskomme. LKW war eben hier, ja, war wieder ein ganzer LKW voll. Aber dieser ganze Bereich ist jetzt noch mal dazugekommen. Aber ich glaube, so ganz allmählich reicht es auch. Ganz allmählich muss ich hier erstmal wieder ein bisschen was verarbeiten, bevor ich mir irgendwas Neues dazu hole. Ihr wisst ja, wie es ist. Wenn der Preis stimmt und die Gelegenheit günstig ist, dann sagt man nicht nein. Von daher bin ich ziemlich happy, dass ich jetzt schon so viel Pflaster hier liegen habe. Aber natürlich muss es dann jetzt auch irgendwann mal in den Boden rein. Aber bis es da soweit ist, habe ich noch einige andere Dinge zu tun. Da habe ich beim letzten Mal schon gesagt, hier die Sandsteine, die müssen weg. Das Eichenholz muss weg. Und hier der Buchenholzpolter, den möchte ich aufarbeiten. Aber primär Vorrang hat jetzt erstmal das Arbeitszimmer. Da muss ich sehen, dass ich weiterkomme. Ich habe jetzt unter der Woche, wie gesagt, die Wände fertig gemacht, die Decke fertig gemacht. Aber jetzt möchte ich gern dieses Wochenende noch die Fensterbänke fertig bekommen, damit ich beruhigt auf Dienstreise fahren kann, beziehungsweise das Ganze mal eine Woche trocknen lassen kann und dann drauf das Wochenende hoffentlich schon ein bisschen den Pinsel schwingen kann. Ja Leute, das ist ein Trauerspiel. Ich habe gerade noch mal einen Ofen angemacht und wir mussten noch das Auto von meiner Frau von der Werkstatt abholen. Es ist jetzt so um die 4 Uhr und es wird schon wieder dunkel und kalt. Ich schmeiße jetzt noch mal einen Schlepper an. Ich habe mir die Palette und alles wieder hinten auf den Heckstapler drauf gemacht. Da steht dann noch das Speisfass, mit dem ich den Lehm hochgepackt habe. Und mein Plan ist jetzt, dass ich das nehme und mir auch wieder hier vorne vorm Fenster positioniere. Ich muss ja jetzt 7 Fenster putzen, damit ich anschließend die Fensterbänke da anständig für vorbereiten kann. Und das bringt alles nichts, wenn die Fenster total noch voll mit Lehm sind und verschmiert sind. Das heißt, ich muss die sauber machen, ob es mir gefällt oder nicht. Und da habe ich mir gedacht, kann ich mir mal frisches Wasser zapfen, weil ich da oben keinen Abfluss habe und auch da oben das Schmutzwasser nirgendwo hinbekomme. Es ist ja meistens Lehm. Wahrscheinlich kippe ich das hier irgendwo auf dem Hof, dann kann es versickern. Lehm und Sand wird das meiste sein, was da drin ist. Deswegen fahre ich mir jetzt die Palette mit dem Speisfass hoch und dann mache ich mir oben auch kein Putzmittel rein, einfach nur Wasser und wasche erstmal die ganzen Fenster mit Wasser und Lappen ab. Das wird natürlich schnell ordentlich schmutzig werden, das Wasser, und das packe ich dann alles in das Speisfass rein. Wenn das hole ich mir wieder frisch ist, Alter, mache ich wieder ein Speisfass, und wenn es dann voll ist, dann fahre ich Speisfass runter und gibt es dann hier irgendwo auf dem Hof. Ganz versickern, dann bleibt der Lehm liegen und habe ich mir die Klos und alles nicht so versaut oder Abflüsse, da der ganze Sand drin ist, das kannst du ja auch vergessen. Ja, das ist jetzt erstmal ein teuflischer Plan und dann die Lieblingsarbeit gleich nach Decke verputzen, Fenster putzen. So, erstmal Licht machen. Ach ja. Oh, ja. Ja, hier bin ich zwar auch wild am Lüften, aber hier ist schon mal von Temperatur ein bisschen angenehmer als draußen. Wobei sich das wahrscheinlich jetzt auch nicht lange halten wird, da ich zum Fenster sauber machen natürlich die Fenster erstmal aushängen muss. So, schauen wir erstmal, wo ich weitergekommen bin. Ihr seht hier unten, da habe ich nochmal einen Schlitz gestemmt. Das heißt, von der Steckdose habe ich nochmal ein Kabel jetzt hier rüber gebracht. Da habe ich mir die Höhe nochmal mit dem Laser geholt. Hier muss ja noch jede Menge Decke ausgeglichen werden. Das heißt, die sind dann ungefähr auf einer Höhe. Hier wollen wir ja so eine Sitzecke hinmachen und deswegen
wollten wir da irgendwie eine Stehlampe machen, da ich hier oben keine Deckenlampe vorgesehen habe. Aber ich denke, wenn wir jetzt hier da so einen doppelten Strahler machen, dann können wir einen so, vielleicht den noch so, und hier sind ja auch mehr als genügend Lampen, dann kann man noch mal einen Strahler darüber und dann ist die Ecke auch hell. Wenn man es richtig hell haben will, dann macht man sich da halt noch mal so eine Stehlampe, Deckenfluter Gerät an. Ja, dann seht ihr, hier rundherum habe ich jetzt die ganzen Schutzfolien von den Fenstern abgemacht. Die Fenster hatte ich ja damals neu gekauft, als ich die Fassade gemacht habe. Naja, musste ich sie einbauen und hier alles verputzen. Jetzt sind sie halt ein bisschen dreckig. Die Decken haben wir uns ja beim letzten Mal schon mal angeguckt, aber hier ist jetzt auch das letzte Deckenfeld fertig. Das habe ich jetzt unter der Woche gemacht. Und das hier habe ich auch unter der Woche gemacht. Das ist das komplette Deckenfeld. Habe ich unter der Woche gemacht. Das ist jetzt alles fein verputzt. Wie es dann endgültig aussieht, das sieht man am besten, wenn es dann weiß gestrichen ist. Und ja, bei dem Deckenfeld, da haben wir uns das letzte Mal gesehen. Wie gesagt, zusätzlich noch hier eine Leitung darüber gelegt, da eine Steckdose eingebaut. Und dann habe ich gestern hier noch den Ofenanschluss gemacht. Den habe ich jetzt offen gelassen. Da habe ich mir gedacht, dann kann immer die Luft, die Feuchte hier aus dem Kamin nach draußen ziehen. Weil sonst zieht sie mir hier in den Flur und dann beschlagen mir da die Scheiben. Denn man muss ja ehrlich zu sich sein, es ist jetzt Mitte November, geht auf Dezember und ist nicht so wirklich der optimale Zeitpunkt zum Verputzen. Ich habe ja hier überall Wandheizungen drin und die machen wir jetzt auch gleich wieder an. So, jetzt haben wir 14 Grad. Aber die Wandheizung, die packt das relativ schnell, alles wieder aufzuwärmen. Blöd ist halt, dass die ganze warme Luft dann nach draußen verschwindet, aber die nimmt natürlich auch ordentlich Feuchtigkeit mit und die muss jetzt noch hier raus. Deswegen will ich sehen, dass ich in dem Zuge jetzt die Fenster sauber gemacht bekomme, die Fensterbänke eingebaut bekomme. Das habe ich ja schon fertig gemacht mit den Steckdosen. Hier am Schornstein jetzt auch die letzte Arbeit durchgeführt, das auch eingeputzt und so. Was ich jetzt noch machen muss am Schornstein ist der alte Farbanstrich, der muss noch runter und dann muss das Ding auch noch mal verputzt werden. Aber das werde ich wahrscheinlich jetzt in dem Zug nicht schaffen. Aber das machen wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Boah, alter Besen, Leute. Pro Fenster habe ich jetzt etwa 1,5 bis 2 Stunden gebraucht. Das waren 7 Fenster. Ja, da könnt ihr euch mal die Stunden zusammenrechnen, die ich jetzt am Fensterputzen war. Ich habe lupenreine Finger und überhaupt keinen Bock mehr, echt. Ich habe gedacht, dass das schneller geht, dass ich da irgendwie besser durchkomme. Ich wusste eigentlich, dass es nicht so ist, aber irgendwie habe ich da so ein bisschen die Augen vor der Wirklichkeit zugemacht, bis sie dann kam und mich mit ihrer eisigen Hand erwischt hat. Aber naja, es ist vollbracht. Ja, ich habe etwa 4 Rollen Zewa verbraucht und 2 Flaschen Fensterreiniger, so Sidolin-Zeug. Und ja, habe dann mit Schwamm, mit diesem kleinen Dremel, die ganzen Scharniere, muss zum Teil ausbauen. Es ist alles dabei gewesen, aber ich habe mir einfach gedacht, es macht keinen Sinn, jetzt die Fensterbänke einpassen zu wollen, wenn überall noch der Siff an den Fenstern hängt. Ich musste es sowieso ausbauen, um die Rahmen sauber zu machen. Und wenn ich das schon mal ausgebaut habe, da habe ich mir gedacht, weißt du was, dann kannst du auch gleich die Fensterflügel vernünftig sauber machen. Das macht keinen Sinn, jetzt dreckige Fensterflügel da wieder reinzeigen. Es ist noch keine Bauendreinigung. Normalerweise mache ich das immer ganz zum Schluss. Aber hier ist es so, ich muss die Balken noch mal ein bisschen abbürsten und so. Das wird noch mal Staub geben. Das heißt, die Fenster werden auch noch mal dreckig werden. Aber ich verspreche euch und vor allen Dingen verspreche ich mir, dass ich die Fenster, wenn sie es irgendwie vermeiden lässt, nie wieder mit Lehm beschmeißen werde. Tja, leider ist die Zeit damit auch rum für unser Video. Das heißt, das Wochenende ist vorbei und ich habe noch keine Fensterbänke gemacht, deswegen kann ich euch auch nicht zeigen, wie ich sie einbaue.
Aber das gibt es beim nächsten Mal. Da kann ich mich dann voll drauf fokussieren. Es sind ja jetzt eben noch 7 Fensterbänke zu machen. Die mache ich schon aus Eichenholz. Das habe ich mir schon mal so ein bisschen vorbegutachtet. Das Eichenholz habe ich vor etwa 3 oder 4 Jahren geschnitten. Ich glaube, es war 2020. Habe ich bei uns oben auf der Scheune liegen. Die Bohlen sind alle so 2 cm stark. Man sagt bei Eichenholz normalerweise so pro Zentimeter sollte man es 1 Jahr trocknen lassen. Das war jetzt deutlich länger. Und drüben in dem anderen Raum, den ich euch im letzten Video gezeigt habe, da habe ich schon das gleiche Holz für zum Bau der Fensterbänke bzw. zum Bau der Fensterbank verwandt. Und das gleiche Holz muss ich jetzt hier noch 7 Mal dafür nutzen, um neue Fensterbänke hier für unser Arbeitszimmer zu bauen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wenn ihr wissen wollt, wie die Fensterbänke aussehen und wie ich sie einbaue, dann würde ich mich natürlich über ein Abo und ein Like freuen. Und auch wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet, würde ich mich sehr freuen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao. Tschüss.